Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plemocast, zur mittlerweile 58. Folge. Und ich sage Salve Christian. Salve richtig? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube ja, ne? Salve wäre richtig. Ist auch richtiger Numerus und so weiter. Passt alles ganz genau. Aber allerdings müsste man sagen, man würde mal bei mir eigentlich die lateinische Namensform Christianus nehmen und dann müsstest du natürlich den Stimmt. Vokativ verwenden und Salve Christiane sagen. Ja, nee. Okay. Ich habe, glaube ich, bei mir müsste der Name gleich bleiben dann wahrscheinlich, ne? Ist ja hebräisch. Genau, also eigentlich ist es eine Wahrscheinlich. gräkisierte Version von Hebräisch, aber ja. Ja, gut. ähm, Ihr habt erkannt, wir befinden uns ganz weit weg, nämlich um 50 vor Christus sind wir dieses Mal unterwegs. Und ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, nicht ganz Gallien. Und genau über dieses kleine Dörfchen und seine Bewohner sprechen wir heute. Ähm, Wir haben uns überlegt, wir werden einfach ein lockeres Gespräch heute führen über die Sets, weil es doch sehr, sehr unterschiedliche Themen ja sind und es irgendwie schwierig ist, das jetzt so wie es in letzter Zeit war, zu ranken oder irgendwas zu machen, sondern heute bringen wir euch die Sets einfach nur mal ein bisschen näher, ein bisschen Gedanken dazu. Tatsächlich auch so ein bisschen über die Politik, die Playmobil mit diesen Sets fährt. Da kommen wir dann später nochmal zu. Und wir müssen vielleicht Ähm, vorher sagen, dass wir beide sehr gebiased sind, weil wir natürlich beide sehr stark von Asterix geprägt worden sind. Das heißt also, wir mögen Asterix, wir sind Asterix-Fans. genau, Und wir daher haben wir sind natürlich dann auch die entsprechende Perspektive auf die Sets. Genau, wir sind, also für mich war es früher, ich bin früher sonnabends immer in die Bibliothek bei uns hier gegangen in Bremen, in Vegesack und da es gab immer nur die gleichen Alben oder dieselben Alben, das waren immer nur so, ich sag mal 10 Stück, aber die habe ich mir immer regelmäßig ausgeliehen und irgendwann hatte man die auch, aber Asterix ist so, tatsächlich so, ja, wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien im Comic-Bereich und auch die Filme, wobei ich dazu sagen muss, wie stehst du zu den Realfilmen? Wenn wir da gerade schon Zu mal den sind. Realfilmen würde ich sehr gerne sehr liebenswürdig sein. Okay. Ja, also ich persönlich habe noch nie einen Realfilm gesehen, weil es irgendwie für mich nicht funktioniert. Das Ich, weiß ich nicht. Das ist irgendwie. ich habe es mehrmals probiert, einen Realfilm zu sehen. Und ich habe genau das gleiche Problem. Das hätte ich aber genauso beispielsweise, es gibt ja auch eine Clever und Smart Realverfilmung und Ach was, echt? da war auch meine erste Frage, warum gibt es eine Clever und Smart Realverfilmung? Denn also alles, was genau diese Art von Comic und Comic-Schiene und gerade der franco-belgischen Comic-Schiene ausmacht, funktioniert meiner Meinung nach in Real überhaupt nicht. Also es ist, aber es gibt natürlich Leute, die das anders sehen und das mag okay sein. Aber ich habe es wirklich probiert. Ich habe probiert, fair zu sein in Realverfilmungen gegenüber und ich persönlich konnte es nicht durchhalten, aber das sagt natürlich jetzt über den Geschmack unserer Zuhörer nichts, wer weiß. Also, Nee, natürlich nicht. Das ist ja, rein subjektive Wahrnehmung. ja. Genauso wie für mich zum Beispiel Asterix der Geier für mich persönlich der schlechteste alte Film ist, sag ich mal. Wir haben ja Mhm. irgendwann so einen Break. Ich sag mal, die historische Kollektion geht ja so bis Asterix in Amerika, würde ich sagen. Und danach kommt ja dann irgendwie so ein Break, wo dann auch die Filme moderner werden. Ähm, aber ich finde Asterix der Geier, finde ich persönlich wirklich nicht gut. Fand ich schon als Album nicht gut. Und auch als Film ist es für mich der Schwächste in der Reihe. Wobei ich das durchaus entschuldbar finde, weil ich meine, als Asterix der Gallier gezeichnet wurde, haben Goscinny und Uderzo im Prinzip ausprobiert, was funktioniert. Also ich meine, ein großer Ja, Teil ja, dessen, klar. was wir an Topic aus allgemeiner Asterix-Topic und dergleichen mehr haben, das hat sich ja erst entwickelt im Laufe der Zeit und das gleiche gilt ja auch für die Filme. Ja. Das Ding ist aber halt, du hast Asterix der Geier und dann kommst du direkt Asterix und Kleopatra. Und das ist mein absoluter Favorit. Der ist ja auch nun uralt. Ähm, aber Asterix und Kleopatra ist einfach vielleicht auch wegen der Musik. Da kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf zu sprechen. Aber Asterix und Kleopatra ist so einer meiner, also ist es, glaube ich, meine Nummer eins unter den Filmen. Meine auch. Und ich meine, ich habe ja vor einer Weile ein Video drüber gemacht.
Ich fand es da faszinierend, als ich dann mal ein bisschen mich durchs französische Internet geklickt habe, zu sehen, dass bis heute Leute Videos mit Referenzen, und zwar auch relativ junge Leute, Videos mit Referenzen auf diesen Film machen. Bei den Comics muss man ja sagen, dass da die deutsche Reihenfolge einfach eine andere ist als die französische. Der zweite Teil auf Französisch wäre tatsächlich Asterix bei den Goten. Okay, Und ja. nicht, Ja, also ja, man Asterix, erkennt es auch am Zeichenstil. Der hat sich ja irgendwann, ist Obelix ja doch ein bisschen runder geworden. genau. Äh, Und Asterix bei den Goten ist halt eben ein Asterix in Deutschland, aber ein Asterix mit dem Deutschland der französischen Deutschland-Klischees aus den 60er Jahren, die sich zum großen Teil halt aber auf Preußen und unschöne Dinge beziehen. Und man dachte damals, das würde in Deutschland nicht laufen und hat deswegen das dann ziemlich weit nach hinten gepackt und Asterix und Kleopatra vorgezogen. Aber ich Das finde das ist, ich finde Asterix und die Goten auch ein ziemlich ein cooles Album. Ich mag es gerne und ich mag auch das Hörspiel sehr gerne, weil da die Goten ja so ein bisschen Norddeutsch sprechen, sag ich mal. Ähm, ja, hast du die Hörspiele auch mal dir zu Gemüte geführt oder bist du da nicht so der? Tatsächlich habe ich das ewig lange gar nicht gewusst, dass es welche gibt. Und dann kam Amazon Music. Und meine Kinder suchten ein bisschen rum und plötzlich hörten meine Kinder Asterix-Hörspiele. Ja, Und dann habe ich, aber wo wir gerade im Vorgespräch hatten wir schon, wir kommen wahrscheinlich noch auf ein, zwei Lateinanekdoten aus ja, unseren Penela-Zeiten. Und tatsächlich, Asterix bei den Goten war das erste Buch, das ich jemals auf Latein gelesen habe. oha. Und dazu für die Hörer sollte man sagen, der Hintergrund ist, ich bin tatsächlich Althistoriker. Das heißt also, Latein ist für mich dann im späteren Leben ziemlich wichtig geworden, worauf ich zu dem Zeitpunkt niemals gewettet hätte. Und tatsächlich, ich hatte damals ein Praktikum gemacht in der Bücherei, in unserer Stadtbücherei. Und mir waren irgendwann die Asterixe zum Lesen ausgegangen, die da hatten. Und dann habe ich irgendwann mir tatsächlich zum lateinischen Asterix bei den Goten genommen. Habe dann in Wenn meinen man 14 verzweifelt Jahren ist. gesessen. Und ich meine, ich kannte den natürlich schon auf Deutsch, aber da kann man sich ungefähr vorstellen, wie langweilig mir an diesem Nachmittag Ja, gewesen sein aha, dürfte. wirklich. Aber dann habe ich plötzlich festgestellt, oh, ich kenne zwar diese Worte nicht, aber ich weiß, was es heißen musste. Und ich habe plötzlich Vokabelkenntnisse gehabt, die ich vorher nicht hatte. Und also grundsätzlich, ich empfehle es absolut jedem, der eine Fremdsprache lernen möchte, sich Asterix in der jeweiligen Fremdsprache anzuschaffen. Das funktioniert erstaunlich gut. Und, Ja, also also ich da weiß muss aber beispielsweise schon. Bibere trinken, das habe ich durch diesen Comic gelernt, das weiß ich heute noch. Ja, cool. Aber da muss echt schon viel passieren, glaube ich, dass ich da. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich habe mir jetzt vor kurzem De Bello Gallico nochmal bestellt, weil ich gesagt habe, ich möchte es nochmal lesen. Und das ist die sowohl deutsch als auch lateinische Version, dass man das vielleicht nochmal so gegenüberstellen kann. Ich werde es natürlich nicht versuchen, komplett auf Latein zu lesen. Aber wir haben ja im Vorfeld schon mal Gaia est omnis divisa in partes tres gehabt. Ne? Rest lassen wir mal sein. Das ist 10. Klasse, kleines Latinum. Grüße gehen raus an meinen damaligen Lateinlehrer Karl-Heinz Asmus. Ja, er hat mir geholfen, dass ich dann nachher nach der 6 dann irgendwann doch noch auf eine 3 gekommen bin. Ich würde meinen alten Lateinlehrer tatsächlich auch sehr gerne grüßen, Herrn Granseyer, dem ich tatsächlich im Leben eine ganze Menge verdanke. Nur leider geht das nicht, weil der noch vor Ende meiner Schulzeit verstorben ist. Ja, Es ist, die also, besten. beziehungsweise nicht, nein, nein, falsch, nicht vor Ende meiner Schulzeit, aber relativ kurz danach. Und und unter anderem auch der hat, ich erinnere mich noch daran, der hat irgendwann plötzlich Asterix-Anspielungen gemacht und das war ein Herr, der zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr weit weg war von der Pensionierung, sollte man sagen. Und wir reden von den 90er Jahren. Und als er dann feststellte, dass einige Schüler Asterix nicht konnten, ist er auf einen Rant gegangen und dessen Endergebnis war, es sei ihm egal woher, aber mindestens 3 Asterix-Hefte müsse jeder Lateinschüler kennen. Ja, vernünftig, sehr gut. Das ist, Genauso. ne? Also ich finde auch, da gibt es keine zwei Meinungen. Wobei man tatsächlich, ich finde mittlerweile ist Asterix so ein bisschen für mich nicht mehr so, ja, nicht mehr so das, was es mal war. Es ist dann so ein bisschen ja auch politisiert worden und ja, ich finde die Themen auch nicht mehr ganz so, es ist vielleicht auch so ein bisschen ausgelutscht dann irgendwann, ne? Du hast halt nicht mehr so das, ja, weiß ich nicht, bei den Pikten war dann in Schottland ja und in Italien, ich weiß nicht, warum es plötzlich in Italien dann sein muss, aber gut. Christian, wir sind aber heute zusammen,
und wollen über die Playmobil Asterix-Welt sprechen, die vor einiger Zeit ins Programm gekommen ist. Und du hast ja auf deinem Kanal auch schon ein paar Sets mal vorgestellt. Hast ja auch schon drüber gesprochen, deshalb geht auch gerne mal wieder bei Christian auf den Kanal. Guck da mal. Du darfst gerne mal eben deinen Kanal selber eben sagen, bevor ich es falsch sage. Playmobil, Christians Playmobil-Ecke war richtig, ne? Playmo-Ecke. Christians Playmo-Ecke, Christians, ja. genau, so rum. Und bisher Ähm, besprochen habe ich da von Asterix bisher wo Cäsar und Kleopatra das Set und das Set mit dem Kuchen mit der Seen. Also Pudding mit der Seen. Pudding mit der Seen ja, heißt es ja. tatsächlich, da werden wir auch nochmal drauf kommen. Bei Playmobil heißt es vergiftete Torte, aber es ist ja der Pudding mit Arsen. Das wissen wir ja aus dem Film. Ähm, und wir haben es so ein bisschen aufgeteilt in die chronologische Reihenfolge der Filme, sag ich mal. Oder beziehungsweise so, wir fangen an ähm, mit dem, was am besten passt sozusagen. Und das ist der Dorfplatz. Wir fangen an mit der Artikelnummer 70931. Und das ist das große Dorffest. Ähm, Da haben wir dabei einmal das Haus von Asterix. Wir haben dabei ja, das Festbankett. Und wir haben dabei viele Figuren und Palisaden. Christian, was sagst du dazu? Wo fange ich an und wo höre ich auf? Also erstmal Also ganz grundsätzlich, wir wollen uns ja, Entschuldigung. erstmal die Sets dieser Reihe kannst du ja im Großen und Ganzen in so zwei Basiskategorien. Eine Sachen, einfach sehr generische Sachen, die einfach zu Asterix dazugehören und in fast jedem Album in irgendeiner Form vorkommt. Dazu gehört das hier offensichtlich. Und zum anderen sehr spezifische, die sich auf ganz bestimmte Alben beziehen. Ich habe übrigens auch wirklich den Verdacht, dass sich das Franchise bei Playmobil nur auf die Comics bezieht und nicht auf die Filme. Aber ich bin mir da wirklich sehr unsicher. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt überhaupt kein Set, das irgendwas referenziert, was speziell in einem Film vorkommt, sondern alles sind, glaube ich, alles nur Sachen, die sich ganz speziell auf Szenen aus den Comics beziehen. Aber da bin ich mir nicht sicher. Das ist mir nur mal irgendwann zwischendurch mal aufgefallen. Ja, also es ist tatsächlich, ich habe auch mal geguckt, also die großen Sets, du hast eigentlich im Prinzip Asterix der Gallier, du hast Asterix und Kleopatra, du hast dann der Adventskalender, auf den kommen wir später ja auch nochmal zu sprechen, das ist dann ja Asterix bei den Briten, weil Tefax ist ja dabei. Mhm. Ähm, und dann hast du halt noch die Solo-Figuren, über die sprechen wir nachher auch nochmal, das aus verschiedenen Alben, aber du hast schon recht, das ist ähm, schon sehr speziell. Und du hast Asterix, hier Miraculix hast du auch mit Caligula Minus ist dabei, ne? Das ist ja auch aus Mhm. dem Gallier. Ja. Ja, du hast schon recht, es scheint sich in erster Linie wirklich konkret auf die Alben dann, auch von der Optik her, ne? Ja. Also erstmal fangen wir mal bei der Verpackung an. Die Verpackung zeigt nämlich schon die Zielrichtung, die die ganze Reihe eigentlich hatte. Denn es ist eine schwarze Verpackung, das heißt also, die Zielgruppe sind explizit Erwachsene. Das haben wir ja Ja. quasi auch als Design innerhalb des Katalogs immer und so weiter. Und das sagt meiner Meinung nach nämlich auch schon eine ganze Menge aus. Ich halte das für die richtige Entscheidung von der Politik her, denn Asterix hat heute für Kinder natürlich bei weitem nicht die Bedeutung, die es bei uns in unserer Kindheit gehabt hat. Da muss ich dich auch gleich mal ganz kurz unterbrechen, einmal, weil du hast nämlich vollkommen recht. Ich weiß nicht, ob du diese Sachen, dieses große Dorffest und so mal aufgemacht hast, aber innen drin, die sind ja sehr stilvoll verpackt, die Sachen, ne? Mhm. Dass wir das nicht vergessen. Die Figuren sind ja wirklich einzeln verpackt. Das ist ja wirklich schon ein bisschen so wie Lego früher, wenn man sich noch dran erinnert, wenn man Lego aufgemacht hat, war das ja so ein Karton. Die großen Sets waren ja dann mit so einer Klarsichtfolie und du hast gesehen, was drinne ist und dann die guten Teile in Anführungszeichen, die waren ja alle solo gelegt, dass du die so ein bisschen angucken konntest. Und das ist so gefühlt auch so. Du hast, wenn du die Sachen auspackst, ein gewisses Feeling, ein hochwertiges Feeling, sag ich mal. Nicht, dass das dann nachher das Produkt hochwertig ist, aber ja, du verstehst, was ich meine. Ja, ja, keine Frage. Man zahlt extra nochmal 40 € für das Design drauf. So ungefähr, so ungefähr, genau. Das Auspacken ist auch ein Event. So. Genau so muss man das wahrscheinlich formulieren. Ja, also erstmal eine grundsätzliche Sache, was mir bei der Szene auffällt, ist, dass mir ein von irgendeinem Baum runterhängender gefesselter Trubadix fehlt.
Ja, aber da kommen wir ja später noch zu. Ne? Aber genau, aber ansonsten sehen wir hier quasi eigentlich die generischste Szene, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann für Asterix, weil ja bekanntlich jedes Asterix-Album immer mit dieser Szene endet. Mhm. Entsprechend haben sie ja auch einen Haufen Gallier-Figuren dazu gemacht. Was ich ganz schön finde, das heißt, da haben sie einfach wirklich generische Figuren für den Hintergrund des Dorfes, damit man halt eben nicht nur die paar, die explizit benannt sind, hat. Obwohl es sind eigentlich im Laufe der Zeit eine ganze Menge von diesen Figuren im Hintergrund auch benannt worden, aber das kommt dann irgendwie einmal vor, um irgendeinen spezifischen Gag zu delivern und sonst eigentlich gar nicht. Was ich übrigens sehr spannend finde, wo du das gerade sagst, es gibt eine Figur, die recht häufig vorkommt, die keinen Namen bekommen hat. Ne? Weißt du, welche Figur ich meine? Also jetzt nicht bei Playmobil, sondern tatsächlich in den Alben. Weißt du gerade, wen ich meine? Die kommt eigentlich, also später relativ häufig vor. Und sie hat es ist eine Frau. Ah, die Ehefrau von Methusalix. Genau, richtig. Die wird nie benannt. Die Genau, heißt, die heißt glaube aber ich, nur Frau von im Methusalix. Asterix-Archiv auch die unbenannte Schöne oder sowas. Irgendwie so in die Richtung. Wird immer nur gesagt, die Frau von Methusalix. Es gibt keinen Namen. Wir haben auch so ein Spiel da, wo ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, und da heißt sie tatsächlich auch offiziell Frau von Methusalix. Ich finde das ziemlich cool, dass du da, die anderen haben Gutimine, Falbala und so weiter, die haben ja dann alle Namen, aber sie heißt einfach nur Frau von Methusalix. Kommen wir mal kurz zu dem, was hier noch tatsächlich mit drin ist. Ja, Also erstmal, was Kleinteile und dergleichen mehr angeht, unglaublich viele schöne Kleinteile. ja, Trinkhörner, alle erdenklichen Essenssachen, natürlich sehr fleischlastig, aber Dinge, die man halt eben auch in x anderen Kontexten verwenden kann, was ich immer wichtig finde, dass das nicht nur für dieses eine Set funktioniert, sondern halt, wir reden ja von einem Systemspielzeug, auch in anderen Kontexten. Man hat hier diese große Tafel, da passen, glaube ich, 18 Figuren dran. Und das ist halt schon eine ganze Menge. ja, Und es ist halt definitiv. sehr, sehr viel generisches Dorflebenzeug dabei. Und das finde ich eigentlich genau richtig und genau gut, wie beispielsweise hier das Fass mit Zapfhahn. Das ist ja auch ein uraltes Teil. Ich glaube, mit diesem Zapfhahn ist, glaube ich, 1975 das erste Mal in einem Set gewesen, sogar schon. Oder 76. Ähm, Das Wildschwein am Rand finde ich fast schon zynisch. Das auf diese Seite der Palisade Ja, zu packen. Aber Wildschweine gehören selbstverständlich zu Asterix und Obelix dazu. Einen sehr schönen Zug finde ich, dass sie dann eine Stapel Römerhelme da reingepackt haben. ja, das fand ich auch. Also ich finde, das Set ist nochmal so, du hast da nochmal so du wirst sozusagen folgisch mit Zubehör. Ja. Ne? Du hast echt ein richtig schön volles Set und es ist dann auch tatsächlich, mein Sohn hat es damals bekommen, vor 22 zu Weihnachten. Ähm, Dann tatsächlich, muss man ja sagen, beim Amazon, weil es einfach da den Vollpreis, der ist natürlich jenseits von Gut und Böse damals gewesen. Und da kommen wir aber jetzt auch gerade noch zu dem Moment, weil dieses Set, über das wir gerade sprechen, das gibt es nicht mehr, sondern du bekommst sowohl das Haus als auch das Bankett noch. Das sind einmal die Nummer 71827 und 71828, aber nicht mehr in eins, sondern nur noch das Haus und das Bankett. Und die Palisaden sind weg. Das heißt, du kannst das Dorf nicht mehr schützen. Es ist jetzt frei. Wobei du ähm, allerdings die Ergänzungspalisaden bei Playmobil noch kriegst. ja, also gut, du musst es dir jetzt zusammen kaufen sozusagen. Ja. Ja, aber Was, das Tor halt nicht. Du kriegst nur genau. Palisaden, also du kannst die quasi Ja. drin einsperren oder so, aber Was hältst du von der Politik, dass man jetzt dieses Set praktisch aufdröselt? Und wir kommen jetzt später nochmal zu einem anderen Set. Man muss dazu sagen, wir sind ja jetzt im Frühjahr 25 und es gibt 4 Neuheiten bei Asterix. Und diese Neuheiten sind 3 davon, sind eigentlich Sets, die es schon vorher gab und die einfach entweder jetzt auseinandergenommen worden sind oder reduziert wurden an Zubehör. tja. Ich habe übrigens gerade nochmal spaßeshalber mit dem Katalog von 22 auf den Schirm geholt, weil ich nochmal kurz gucken wollte, was war denn überhaupt der Listenpreis für dieses riesige Ding? Und das ist schon wieder das, was ich immer für das größte Warnsignal überhaupt halte. Sie haben im Katalog keinen Preis angegeben. Ah, okay. Aber ich glaube, der lag bei 100,
Ich glaube 60 oder 170. 180 Euro. Also ich Ja, meine, es irgendwie wäre so, genau. 169,99 gewesen. Also Ja, aber irgendwas in der Kategorie, plus minus 10 Euro. Irgendwo da war es. genau, richtig, ja, ja. Und das war halt eben so der Punkt, an dem es für mich eigentlich schon erledigt war, die Frage. Weil ehrlich Ja, gesagt, verstehe ich. das ist einfach out of range dessen, was ich bereit bin, für das Hobby, für ein Set auszugeben. Selbst wenn es toll Ja, ist, aber es ist einfach zu viel. Das ist derselbe Grund, warum ich die Enterprise nicht habe, obwohl ich praktisch jede Star Trek-Folge mitsprechen kann. Das ist einfach irgendwo, nö, irgendwo ist da einfach so die Grenze überschritten und dann sage ich einfach nein. ich gucke Und gerade mal. insofern, ich vermute aber mal, da war ich bei weitem nicht der Einzige. Und Genau, das wird das sein. Ergebnis war ja, dass dann die Preise gerade bei Amazon extrem schnell gesunken sind. Dass dann natürlich auch die örtlichen Händler, also man hat ja es dann relativ schnell kaum noch gesehen im Einzelhandel. Ich wollte dir nämlich gerade mal eben sagen, die Preisentwicklung. Ich habe damals 22, ich habe gerade mal nachgeguckt, 115 Euro dafür bezahlt. Und mittlerweile kriegst du das Set bei Amazon für 87,13 Euro. Das Es ist ist jetzt um lagerleer. 50%, es ist um 50% reduziert worden. Es ist tatsächlich, hier steht der offizielle Preis waren 169,99. Es ist jetzt runtergegangen auf 87,13 und du kriegst es auch immer noch direkt von Amazon. Das heißt, obwohl es Playmobil schon rausgenommen hat, ist es immer noch viel da. Und dann kommen wir jetzt da hinzu, dass wir dann, wenn wir jetzt das neue Haus, also das Asterix-Haus nehmen, wobei mir da gerade tatsächlich auffällt, wir haben jetzt einen Miraculix dabei. Den haben wir vorher nicht dabei gehabt, ne? Nee. Nee, der ist hier Oh, beim Dorf jetzt nicht tatsächlich. dabei. Aber das ist Der ist jetzt ganz dabei. generell, wenn es gerade 87 noch was kostet, würde ich sagen, okay, dafür, der Preis ist völlig okay. Ja, Das also sehe ich auch so. Also da ist dann das ist Da ist das wirklich völlig, das passt günstig. dann genau. Und wir müssen dazu sagen, beim neuen Dorfbankett ist es tatsächlich so, da ist dein Trubadix am Bauen mittlerweile dabei. Also sie haben es etwas verändert, die Sets. Es ist jetzt Trubadix dabei und auch ähm, ein anderer Gallier noch dazugekommen. Ich weiß gar nicht, ob es müsste der, jetzt fehlt mir gerade sein Name, das ist der von die Normannen. Wie heißt er? Oder soll das, ja, das müsste der von den Normannen sein. Wie heißt er denn noch? Graut vor nix. Nee, Doch, ich doch, glaube schon. Doch, Graut ich vor glaube schon. nix, ne? Das ist ja der quasi der die ganze Zeit über Angst hat und deswegen hat er halt eben Genau, genau. diesen eigentlich dem komplett widersprechenden Namen, bis er am Ende dann halt eben, ja, die Normannen wollen ja auch, und die Normannen wollen ihrerseits das Fürchten lernen. Allerdings, was dann wiederum sehr schade ist, das sehe ich jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, ob du den Trubadex wirklich am Baum aufhängen kannst, sehe ich gerade, weil das ist nämlich nur gezeichnet, das Seil, was Trubadex um seinen Körper hat. Ein Das bisschen heißt Garn habe ich im also, Zweifelsfall noch im Schrank, ja, aber es ja, wäre natürlich aber das trotzdem ist doof, wenn sie natürlich, sowas nicht mitliefern würden. Das ist ja das tun sie nicht. Ich habe mir gerade die Übersicht angeguckt, tatsächlich ist er da nicht dabei. Also Trubadex ist dabei, der Baum ist dabei, aber nichts, um ihn am Baum festzumachen, was ja sehr schade ist. tatsächlich, es ist wirklich nur gezeichnet. Dafür haben sie halt Ja, wiederum dann noch unter anderem noch ein paar Eichhörnchen dazu gepackt, die vorher nicht drin genau. waren. Also um es mal eben zum Ende zu bringen mit diesen drei Sets jetzt, die wir besprochen haben. Man hat praktisch das eine große Set jetzt auseinandergerupft, hat dazu zu Asterix und seinem Haus hat man Miraculix mit Kessel getan. Und beim Dorfbankett haben wir Trubadix und Grautphonix dazu bekommen. Grautphonix ist ja, es müsste Grautphonix sein, ne? Oder? Ich Ich gucke mir könnte das gerade Album hier. eben aus dem Ja, ja, Nachbar, nee, er ist aber es. Ich habe hier nämlich gerade es gab ja das Figurenset im letzten Jahr, hm, was es tatsächlich heute auch schon nicht mehr gibt. Und da ist Kraut vor nichts dabei. Da waren dabei hm, ja dabei, das ist die Nummer 71680. Da waren 10 Figuren dabei. Und da hatte ich auch überlegt, aber das hat 50 Euro, glaube ich, gekostet. Das war mir dann deutlich zu teuer für die meisten, weil die meisten Figuren, die da drin sind, oder ich glaube, alle Figuren kriegst du auch so über Sets. Das sind ja Majestix, Asterix, Obelix, Kraut vor nix, Falbala, Gute Mine, äh, Verleinix, Miraculix, Caesar und Trubadix. das heißt also, sie hatten Überproduktion und haben das gesehen, dass sie das nochmal irgendwie zusammenstellen, damit sie das noch auf den Markt kriegen.
So ungefähr, ja. Also das ist jedenfalls mal meine Vermutung, was dann hinter solchen Sets steht, was ja legitim ist, ja. Also, Beziehungsweise das ist nicht Gute Mine, das ist die Frau von Verleinix, wie heißt sie noch? Yellow Submarine heißt sie, ne? also wahrscheinlich, Ja. also Yellow Submarine dann auszusprechen. Ja, ja, wird Yellow jetzt Submarine, natürlich, ja, ja, aber genau. ja, das Ja, ja. Schönen Gruß an die Beatles. Ähm, ja, also man hat es jetzt aufgedröselt für 49,99 und 59,99 das Bankett. Man ist jetzt bei 110, das heißt, man ist immer noch billiger, wenn man jetzt tatsächlich im Moment das komplette Ding bei Amazon nimmt. Ähm, und man kriegt dann noch ja, Palisaden dazu, die sind dann nämlich nicht mehr da man drin. kriegt noch Palisaden dazu. Von daher eigentlich eine klare Kaufempfehlung für alle Asterix-Fans. Mhm. Auch für Kinder, die Asterix mögen. Wie gesagt, mein Sohn spielt da sehr gerne mit. Und da wir ja gerade über Troubadours gesprochen haben, würde ich mal sagen, kommen wir zu dem Set 71016. Und das ist das Haus von Troubadours, sein Baumhaus. Und ich muss sagen, ich finde das wirklich schön. Es ist ein tolles Stück geworden, sozusagen, wenn man das so sagen kann. Und da haben wir sie auch dabei, die Frau von Methusalix. Genau. Und Die sie heißt auch Lichtspinne. tatsächlich genauso. Auch Genau. hier bei Asterix, bei Playmobil heißt sie, enthält den Baden Troubadours und Frau Methusalix. Ja, Ja. hervorragend. Also, das ist die Frau von Methusalix. Auch da haben wir wieder unheimlich viel Zubehör dabei. Da haben wir aber die Funktion, ihn festzubinden. Deshalb frage ich mich, warum man das nicht mit in das andere Set reingebracht hat. Weil da ist ja so ein Gummiband dabei, wo man ihn mit fesseln kann und dann wirklich am Haus festmachen kann, an einem Ast. Und ich finde schön, wie viele Instrumente er dabei hat. Ja, aber er kann darauf nicht spielen. Ja, nur, aber es ist erstmal schön, dass man die überhaupt hat. Also man hat ja unter anderem diese Das stimmt. Mittelalter-Fiedel dabei und das Banjo, den Nudelsack sowieso und halt eben eine Harfe. Also das finde ich schon ziemlich cool. Also Ja, an sich, weil es einfach, wenn man sehr viele Instrumente auf einmal sind, so viele hast du ansonsten im Musikzimmer bei den Prinzessinnenreihe, aber ansonsten eigentlich nicht auf einmal. ja. Und ich finde also auch die Optik des Hauses haben sie wirklich gut eingefangen. Also es ist wirklich, auch die anderen Häuser, es gibt ja noch das Haus von Majestix und das Haus von Verleinix. Vor allen Finde ich Dingen auch, haben, passen wirklich sehr gut in die Reihe. und vor allen Dingen haben sie da was gemacht, was ich bei vielen modernen Playmobil-Häusern eigentlich kritisiere. Nämlich, sie haben halt einfach einen Teil abnehmbar gemacht, sodass du die Dinger sowohl nutzen kannst, um halt eben Ja, wie mit den alten Häusern aus den 70er und 80ern quasi eine Stadt, die von außen wie eine Stadt aussieht, zu bauen, egal was du innen drin gemacht hast, ja, richtig, als auch, richtig. dass du quasi aufmachen kannst, displayen kannst, was du da reingebaut hast, beziehungsweise als Kind dann vernünftig da drin spielen kannst. Ja, Das ist ja etwas, was ich mir für heutige Playmobil-Häuser wünschen würde. Wenn du dir beispielsweise diesen großen Bauernhof ansiehst oder sowas, der ja im Prinzip einfach nur 3 Wände sind, ja, 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 wo ja. man ohne Probleme ein abnehmbares Dach drauf machen könnte und das würde den Spiel und den Einsatzwert von diesem Ding gigantisch erhöhen. Und das haben sie bei Asterix überall gemacht und das finde ich richtig, richtig gut. Also ganz generell für die Serie. Ja, definitiv. Und ja, willst du noch was dazu sagen? Also ich finde, wir haben das jetzt ähm, gelobt. Wir finden es gut. Ich glaube, mehr brauchen wir, also ich finde, mehr kann man da jetzt gerade gar nicht mehr zu sagen, als dass es wirklich ein nahezu perfektes Set ist. Ja, das passt ganz genau. Also so sieht das Ding aus. Genau so muss es auf dem Genau, Dorfplatz ja, stehen. ja, richtig. Ähm, Was wäre Asterix oder besonders Obelix ohne seine römischen Freunde? Und da kommen wir zum nächsten Set schon direkt, zur Artikel Nummer 71015. Das heißt bei Playmobil Anführerzelt mit Generälen. Die Generäle haben natürlich auch Namen. Wir kennen sie als Gaius Bonus und Marcus Schmalz-Locus. Heißt er, glaube ich, im Film, ne? Heißt er ich weiß gar nicht, ob er im Buch auch so heißt, im Album. Oder ob er nur bei Playmobil heißt er Marcus Sacarpus. Aber ich glaube, er heißt Schmalz-Locus, ne? Also, ich kenne ihn auf jeden Fall als Schmalz-Locus. Ich bin mir tatsächlich da völlig unsicher. Und ich finde es auch komisch, dass sie die Generäle nennen, weil Gaius Bonus ein Centurio ist, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, Aber das ist sowieso relativ egal, weil sich Asterix natürlich auch nicht wirklich an römische Militärgeschichte hält und das muss es ja auch gar nicht. richtig, genau. Das ist da, ich meine, das ganz generell, Asterix als Comic, aber auch generell ist es halt eben, das steht ja hauptsächlich in der Tradition von bildender Kunst. Und da halt eben von ganz unterschiedlichen Dingen. Ich meine, Asterix ist immer voll von Anspielungen auf Gemälde, auf Situationen, speziell aus der französischen Geschichte natürlich üblicherweise, und auch ähm, auf andere große franco-belgische Comics. Aber, und dann geht einem unglaublich viel als Deutscher im Zweifelsfall, weil man einfach die Bezüge gar nicht kennt, weil sie halt eben Frankreich intern sind, regelmäßig. Ja, Umso besser, dass es trotzdem bei uns funktioniert. Ja, das zeigt nämlich eigentlich, wie gut Uderzo und Goscinny wirklich waren, was das, ja, auf also jeden das, Fall. aber halt eben auch die Übersetzer sehr oft. Also das ist, solche Sachen zu übersetzen ist eine ganz, ganz besonders große Aufgabe. Und da Gags überhaupt entsprechend zu erkennen und dann so zu transponieren, dass sie in der anderen Sprache funktionieren, das ist wirklich schwierig. Das ist sehr schwer. Ja, aber okay, Ich kommen wir jetzt mal will, zu diesem speziellen ich Set. Das Set will ist noch ja. mal eben die Namensgeschichte Geschichte auflösen, weil Hm, bei Playmobil steht einmal Markus Sakapus oben und unten in der Beschreibung steht Markus Ekus. Und ich habe mir gerade mal Wikipedia aufgerufen, wie er denn okay. jetzt wirklich heißt. Und er hat tatsächlich drei Namen. Er heißt Markus Schmalz-Lockus, Markus Sakapus und Markus Ekus. Das heißt also tatsächlich, warum auch immer, hat er alle drei Namen, sind richtig. So stehen sie tatsächlich bei Wikipedia im Film. Ähm, ja, von daher passt alles. Also wir nennen ihn einfach Markus, dann sind wir auf der sicheren Genau, Seite. Äh, genau, einer von den 3 bis 4 römischen Vornamen, die man so kennt. Den viel mehr hatten genau. sie ja auch nicht. Spätestens der vierte Sohn hieß Quartus. Äh, Ähm, aber ich was haben finde wir denn hier das, jetzt erstmal generell? Das ist, okay, das Zelt ist, das gab es schon mal. genau, Als, das ist aber mit einer anderen Öffnung. Ne? mhm, Das ist sonst zur Seite hin zum Öffnen gewesen. Ne? ja. Also in der Ritterwelt. Und das gab es aber auch schon mal als Römerzelt. Genau, ja, als Römerzeit gab es das auch schon, ja, ja. Ja. Das heißt also, da haben sie Das, einfach Formen genommen, die sowieso vorhanden waren. Ja, passt ja. Und ich meine, die Anlage von Römerlagern und so weiter, da haben sie sich eigentlich sehr generisch daran orientiert, was Archäologen auch so finden. Also insofern passt das alles. Dann haben sie hier einen ich kleinen finde Teil. das Leopardenfell finde ich sehr gut. Das ist halt so, auch so typisches Ding, ne? So Leopard, Löwe, irgendwo, das ist so, verbinde ich immer sehr viel mit den Asterix-Comics und den Römern dann irgendwo, ne? Das ist Hm, schon nice to have. Ähm, Was ich schade finde, ist tatsächlich, bei Gaius Bonus kannst du die Frisur wechseln, also er hat Wechselhaare dabei, aha. aber was ich mir noch gewünscht hätte tatsächlich wären Bärte, dass du denen Bärte hättest geben können, weil wir sprechen ja über Asterix der Geier hier und sowohl Bonus als auch Schmalz-Lockus sind ja die nachher dann mit ihren langen Bärten durchs Lager laufen und sich auch, ne? Genau, Ähm, genau. und das wäre natürlich fein gewesen, weil du einfach die Möglichkeit ja hast, dann so ein Miraculix-Bart da vielleicht beim Gaius Bonus da irgendwo dran zu hängen oder irgendwie sowas. So ein, na, die Fassung des Kopfes, da ist ja für die Bartaufnahme, so, das ist das Wort, was ich gesucht habe, die Aufnahme ist ja für den Bart da, normalerweise, Ja. dass du ihn Und einfach davor hängen kannst. so ein kleiner Korb mit Erdbeeren wäre auch ganz nett gewesen, so als Ja, Gag mit da ja, drin, ja. Das, ja, ich meine, definitiv. das ist jetzt gedacht an einer anderen Stelle innerhalb der Story, aber das einfach so Ja, als kleines Teil so dabei, damit man den späteren Teil machen kann. Ähm, und jetzt für die Zuhörer, ja, der braucht Wechselhaare, weil er ansonsten, braucht der Gaius Bonus hier, weil er ansonsten nämlich den Helm nicht aufsetzen kann. genau. Was aber an sich erstmal ganz gut ist alles. Also es gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Es sind alles wieder sehr generische Teile dabei, die man also beispielsweise ist der Tisch, der ist witzigerweise aus der 1900-Welt, ne?
Genau, ja, ja. Ja, Die Schale kennt man aus allen möglichen, die wird normalerweise meist in Fantasy-Sets verwendet. Die Amphore ist quasi eine Amphore, das ist quasi immer das Gleiche. Ähm, ja, ja, das passt eigentlich alles es sehr gibt ein schön. kleines Büschchen dazu, womit du dann auch deine Welt gestalten kannst. Und was da natürlich fehlt, wenn wir nur die beiden haben, das sind natürlich unsere Fußsoldaten, das Kanonenfutter für Obelix. Und die bekommen wir mit der Artikelnummer 70934. Das sind 4 Römer, die wir da bekommen. Und da habe ich schon mal den ersten Kritikpunkt. Das dürften auch gerne mehr sein. Hau gleich mehr in so eine Packung rein. 4 Stück, da kommst du ja nicht weit mit. Die kosten, glaube ich, 16,99 bei Playmobil. Ist für 4 Stück natürlich schon recht viel. Wenn du dann so eine, so eine Garnison, eine Legion aufstellen willst, dann bist du schon, ne? Da kommt schon was bei rum, bis du dann Wenn du da wirklich sowas. eine komplette Legion aus der Zeit Cäsars aufbauen willst, dann Ja, okay, das lassen wir lieber. bräuchtest du alleine an Infanterie. Also die sind ja natürlich nie auf Sollstärke oder sowas. Das ist ja keine militärische Einheit, das ist hier auf Sollstärke. Aber dann würde ich schon so mit 3.000 bis 4.000 rechnen, so als Untergrenze, bevor die anfangen, die Einheiten aufzulösen. Und da sind wir noch nicht bei Hilfstruppen, da sind wir noch nicht bei Kavallerie und dergleichen mehr. Aber ja, erstmal 4 Stück, das ist lächerlich. Das ist aber ein Grundproblem, das du bei all diesen Sachen hast, bei denen du Fußvolk brauchst. Ja, ja, ja. Diesen alten Spruch, der einzige Indianer unter Häuptlingen, den hast du bei Playmobil andauernd. Du hast auch eine absurde Ratio Piratenkapitäne zu Piraten, wenn du dir die Sets mal so insgesamt Das anguckst. stimmt allerdings, ja. Das gleiche gilt für alle Soldaten im Zusammenhang gerade mit der Piratenwelt und sowas, wo du immer irgendwie dann 5 Generäle hast, die, wenn du alles zusammenkaufen würdest, die irgendwie 10 Soldaten ähm, befehligen oder sowas. Das ist dann irgendwie doch irgendwie mal sehr komisch. Und das Ja, gleiche, das stimmt. genauso wie du für die Westernwelt wahrscheinlich ungefähr gleich viele Sheriffs wie andere Cowboys hast. Also, das Ja, ich ist, habe auch das, Marshalls und Sheriffs bestimmt 10, 12 Stück irgendwo im Karton und das ist dann schon, die Stadt ist sicher. ja, Das ist so. genau, Es genau. gibt mehr Sheriffs Auf als der anderen Banditen. Seite muss man sagen, jetzt mal hier so als Pluspunkt, finde ich sehr schön, dass sie die alle 4 individualisiert haben. Die haben Das alle, stimmt, ja, ja, die ja. sind alle leicht unterschiedlich, sodass du wirklich eine Genau, leichte unterschiedliche, Hautfarbe, ne, ist genau, unterschiedlich, ja, ja. Und sie haben ähm, die Wechselgesichter. Sie sind auch verprügelt worden. Das ist natürlich fein, ne? Dass du da wirklich, das ist vom Spielfaktor natürlich schon echt was Feines dann nachher. ja, definitiv. Das ist sehr, sehr schön. Also insofern muss man die auch wirklich anders bewerten, als man diese Packung von Römersoldaten, die es ja auch quasi außerhalb von Asterix gibt, bewerten müsste. Wo man übrigens dieses Problem noch viel heftiger hat, weil man dann nämlich jede Menge Aquila-Fairs hat, also Ja, ja, Adlerträger, ja, ja. und irgendwie so null normale Infanteristen, die Ja, man das eigentlich stimmt. brauchen würde. Sehr schön finde ich, dass die tatsächlich den für die Zeit auch passenden Wurfspeer haben. Ja. Pilo. Ähm, Pilo? Ganz Pilo. genau, ganz genau. Der spielt ja immer Siehst wieder du, eine ist ein bisschen was hängen geblieben. der spielt ja immer wieder eine ganz erhebliche Rolle, auch in den Asterix-Heften. Und da die Bezeichnung für die Ausrüstung, Gladius, Schwert und so weiter. Übrigens, Ja, ja. Die Schwerter werden übrigens viel zu lang. Die müssten für die Zeit deutlich kürzer sein. Das wären witzigerweise Schwerter, wie sie keltische Krieger in der Zeit durchaus gehabt hätten von der Länge. Ja. Ähm, aber das sind so Details und so gut kenne ich mich ehrlich gesagt mit materieller Kultur aus der Zeit auch nicht aus, dass ich da. Und wir reden wie gesagt von Asterix. Ich meine, diese Wurfspeere sind auch primär eigentlich dafür da, also diese Art von Wurfspeeren ist auch primär dafür da, Schilde nutzbar zu machen. Ja. Die verformen sich relativ schnell, wenn sie mit ausreichend Kraft irgendwo aufbrechen und der Gedanke ist eigentlich, dass man danach den Schild wegschmeißen kann, wenn das Ding einmal da durch ist. Ja. Ähm, aber das ist insgesamt gesehen, finde ich das gut, aber es sind halt zu wenig. Das Ja. ist halt das, Also 6 Stück oder vielleicht auch 8 oder 10. 10 wäre natürlich toll, weil du dann wirklich sagen kannst, okay, mit 10 hast du echt schon mal so eine Hausnummer, ne? genau. So, Christian, wir verlassen das Land jetzt, wir verlassen Gallien und gehen nach Ägypten auf unserer Galeere
eine phönizische Galeere, wie sagt er immer noch im Film? Phönizia, ne? Phönizia. Ja, der Mann der Piraten da oben. Wir gehen nach Ägypten, haben wir gesagt. Und in Ägypten treffen wir auf die Pyramide. Und die Pyramide hat die Artikelnummer 71148. Und ich habe sie gerade dieses Jahr zu Weihnachten oder letztes Jahr zu Weihnachten aufgebaut. Und ich muss sagen, absolut geniales Set. Mir gefällt das richtig gut. Also die Pyramide ist ja tatsächlich eine Asterixisierung der Pyramide, die es schon zweimal gegeben hat. Das erste Mal, glaube ich, Genau. 2004. Und in meiner persönlichen Meinung ist die Playmobil-Pyramide das beste Spielset, das die jemals herausgegeben haben. Dieses Ja. Ding hat so eine unglaubliche Menge an Funktionen auf so vergleichsweise wenig Raum und nutzt wirklich jede Kleinigkeit an Platz, die es da drin gibt. Mit so vielen tollen Sachen. Also da sind Falltüren drin, versteckte Gänge, Sachen, wo man sich drehen kann und verschwinden kann. Es gibt gar nicht so wenig YouTube-Videos, wo Leute Abenteuerfilme à la Mumie mit dem Ding gemacht haben. Also vor allem französische. Die sind oft wirklich nicht schlecht. Also generell, ich finde das Ding an sich schon fantastisch. Irgendwann bespreche ich es vielleicht auch mal auf meinem Kanal mal ausführlich. Mein Sohn hat das Ding. Also nicht das hier, sondern die Vorgängervariante. Und ich finde es auch als Story-Set richtig gut. Es ist halt alles dabei, was diese Szenerie hat. Es hat sogar mehr dabei, als es im Comic eigentlich gibt, weil da eigentlich keine Mumie dann dazu gehört. Und sie haben noch Numerobis noch dabei, den sie sonst aber, glaube ich, nirgendwo drin hatten. Numerobis hast du in dem Set, wo sie mit den Steinen da hantieren. Wo Obelix dann wo die Baustelle da hat verteidigt Obelix, wird. genau, da hat Obelix auch eine andere Kopfbedeckung und da ist auch Numerobis mit dabei. Und die hat übrigens meinen persönlichen Lieblingsgag in dem kompletten Comic, die Szene. Nämlich, als sie da ankommen, steht Miraculix da und sagt zu Asterix und Obelix, 20 Jahrhunderte blicken von dort auf euch herab. Und das ist tatsächlich eine französische Anspielung natürlich. Es gab ja, Napoleon hat ja 1799 probiert, Ägypten zu erobern. Okay. Es gab da eine bekannte Schlacht quasi, die wirklich vor Gizeh stattgefunden hat zwischen ihm und den Briten und ihren Verbündeten. Und er soll vorher dazu zu seinen Soldaten gesagt haben, 40 Jahrhunderte blicken von den Höhen der Pyramiden auf euch herab. Okay, ja. Ja, dann verstehe. natürlich Ja, würde da ja, natürlich, ja. ne? Ja, das macht natürlich Sinn. Ja, aber wie gesagt, diese Asterix-Dinger sind so voll von solchen spezifischen französischen Anspielungen. Das ist wirklich schwierig, also das ist eigentlich fast unmöglich als Deutscher, da wirklich durchzugucken. Ja. Was mir tatsächlich bei dem Cover praktisch auffällt, was auf der Seite ist, das ist auf der Box dann nachher nicht mehr zu sehen, aber auf dem ersten Bild, was Playmobil da hat, da ist die Sphinx zweimal drauf. Das ist mir nicht aufgefallen und das ist natürlich absurd. Einmal links, einmal rechts. Da musste man den Raum ausfüllen und hat sie zweimal drauf getan. Ist eigentlich Aber gut. Eigentlich übrigens schade, dass sie die Sphinx nicht nochmal neu aufgelegt haben. Die Sphinx gab es ja auch mal Ach was, in der das wusste ich Ägypten-Serie. gar nicht. Und da hätte Okay. man eigentlich so diesen Effekt mit dem, dass man die Nase Ja, abnehmen ja, könnte. ja, Das wäre ja, natürlich genau. schön gewesen. Aber Das ist wär quasi fein eine von gewesen. 2 Sets aus der Reihe, auf die ich gewartet habe, die nicht gekommen sind. Das andere wäre Ja. nämlich gewesen, hier der große bewegliche Thron von Kleopatra, mit dem sie da Oh ja, auf der das wäre natürlich Baustelle sensationell gewesen. vorbeigekommen. Ne? Was ja innerhalb des Comics eine Anspielung auf den Kleopatra-Film von 1963 ist. Okay. Ja, den habe ich nicht gesehen. Der ganze Comic ist durch und durch auf Elizabeth Taylor als Kleopatra quasi ausgerichtet. Und Ja. da sind ganz, ganz viele Szenen draus sind da irgendwie angespielt. Selbst das Cover des Comics ist ein Filmplakat. Ach Quatsch. Ja, das ist Krass, sehr gut. Da muss ich mir überlegen, wie weit das jetzt von uns schon weg ist. Ja, das ist ja eigentlich quasi die Kindheit unserer Eltern, in der diese Sachen rausgekommen sind. Ja, definitiv. Wo du gerade von Numerobis gesprochen hast, sein Kontrahent ist ja Pyradonis. Und Pyradonis versucht ja alles, um die Gallier loszuwerden. Und
Wir kommen zum Set 71269. Es heißt Pyradonis, vergiftete Torte. Wir wissen, es ist ein Pudding mit Arsen, aber eigentlich ist es auch ein Kuchen. Das heißt, was ist es jetzt genau? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, es ist ein hochgiftiger Cocktail. Ja. Ich bin da übrigens auch völlig ratlos. Und ich habe mir extra, also dieses Set habe ich ja tatsächlich schon mal auf meinem Kanal besprochen. Ja, Und ich habe mir extra vorher das Ding nochmal auf Französisch angeguckt, ja, weil ich nämlich wissen wollte, es heißt nämlich auch in dem Comic und in dem Film wird es bei dem Song und beim Machen als Pudding bezeichnet und hinterher ist es eine Torte. genau. Und auch auf Französisch ist es Pudding à l'arsenic, als es hergestellt wird, aber hinterher wird es als Torte bezeichnet. Okay. Das wechselt an der Stelle aus irgendwie. Ich habe daher die Vermutung, dass das irgendeine Anspielung auf irgendwas ist, was wir einfach nicht verstehen. Und was wahrscheinlich auch heute kaum noch jemand versteht. Das wird unglaublich zeitgebunden sein. Das wird irgendwas für Leute sein, die in den 60ern, in den 30ern waren, ja. Ansonsten finde ich das Set, also die Torte ist toll, vor allen Dingen, weil die 3 Stücke genau zusammenpassen, dass man den quasi wirklich auch genau. als, Ja. Und das ist ja auch der Gag, den Obelix dann nachher macht. Teile das in 3 Stücke oder schneid 3 Stücke ab. Ne? Aber davor ist ja noch die Zubereitung dieser Torte und das darf nicht unerwähnt bleiben, weil das ist einfach, finde ich, dieses Lied, auch auf Deutsch, ich kenne es nicht auf einer anderen Sprache, aber auf Deutsch ist es einfach mein absoluter Asterix-Favorit, weil der Kollege von Pyradonis, er heißt Schraubzieris, wurde mir jetzt gerade mitgeteilt. Ich kannte ihn vorher noch nicht, aber es ist tatsächlich Schraubzieris. Ich wusste nicht, dass er einen Namen hat. Aber allein dieses da, und dann muss da Soße rein, das ist einfach so. Dieses Lied war immer als Kind schon mein Favorit und mein Sohn kann es schon singen und es ist nach wie vor immer noch mein Highlight in diesem Film. Es ist auch ein absolutes Highlight und das ist genau der Punkt, weshalb ich vermute, dass sich das Franchise eventuell nur auf die Comics bezieht und nicht auf den Film. Denn wenn es sich auf die Filme beziehen würde, hätte mich zumindest als Designer bei Playmobil nichts davon abgehalten, diesen Kochvorgang zum Set zu machen. Aber das ist es nicht. Das hier ist im Endeffekt das, was da am nächsten rankommt, weil sie genau deswegen natürlich. Aber ich weiß es halt nicht. Aber ich muss dich gerade unterbrechen, wenn du mal dir die Bilder anguckst, sie stellen den Kochprozess nach, auch in den Bildern. Du kannst, es ist das vorletzte Bild und da siehst du dann Pyradonis und Schraubzieris, wie sie da mit einer Ratte stehen, oder diese Maus, es ist ja eine Maus, die ja dann auch aussieht nachher bei Pyradonis, weil es so riecht und es kommt ein Totenkopf da aus dem Pudding-Torten-Gemisch raus. Also sie haben die Szene schon so einmal dargestellt, allerdings mit Zubehör, der nicht im Set drin ist. Es ist schon. Was ich sehr spannend finde. Ja, es ist komisch einfach, ja. Weil du hast ja einen Tisch dabei und du hast da ein Nudelholz dabei und du hast ein Gefäß dabei und einen Rührstab. Also du hast eigentlich alles dabei, als ob es das geplant war, aber nicht umgesetzt wurde am Ende. Ja, stimmt. Das ist wirklich das. Also das ist im Prinzip ein Bild von einem komplett anderen Set. Nämlich von Genau. dem Set, das ich erwartet hätte an der Stelle. Genau. Also du siehst dort einmal ein komplettes Set, was mit Zubehör, was so leider nicht in dem Set drin ist. Man hätte Genau, es dann das. vielleicht 10 Euro teurer machen können, dann hättest du praktisch 2 Szenen in einem gehabt. Ähm, aber ja, sie haben es angedeutet. Ähm, Wobei mir von da dann daher. wiederum der Becher fehlt. Ja? Ja, Ich gebe stimmt. dir lieber 2. Ja, Aber ja, ansonsten, komisch ist das. Das ist wirklich komisch. gut, das sind ja Sachen, die man sicherlich sich über Umwege noch dazu besorgen kann. Das ist ja nicht das Problem. Gerade wo wir am Anfang auch gesagt haben, die Reihe richtet sich in erster Linie an erwachsene Sammler. Da ist es ja einfacher auch für uns, sich dann mal eben Zubehör zu besorgen. Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei mir steht alles rum, was ich bräuchte, um das Ja, so nachzustellen. Das wäre eine Sache von das, 10 das, Minuten, das, wenn überhaupt. das ist das nicht das Problem, dass du das wirklich selber dann für dich selbst dann machen kannst. Ja, ein Ähm, generischer Tisch dahingestellt, eine Kochstelle und das ganze Interieur. Das ja, alles die Mäuse habe ich hier auch genug rumliegen. Also und du hast ja auch, es gab ja früher auch Alchemisten oder was in diesem Playmobil-Spezialset da, wo du dann Reagenzgläser hättest oder so ein Aufbau. Also das ist ja alles machbar. Ähm,
Den Auch die Alchemisten habe ich hier in anderen, der Vitrine stehen, weil ich den so ja, geil siehst du, fand. ich finde den Mhm. auch sensationell. Ähm, um das Ägypten-Thema nochmal abzuschließen, es gibt ja noch Asterix, wie gesagt, die Baustelle hatten wir noch und Kleopatra und Caesar gibt es auch. Ähm, genau, und dann ist der Film im Prinzip im Großen und Ganzen tatsächlich abgedeckt oder das Album auch. Finde ich wirklich gut. Es gibt nicht viel mehr, außer was du gesagt hast, dass du tatsächlich. Schön wäre natürlich noch das Haus von Numerobis, was dann einstürzen kann, vielleicht. Das wäre natürlich auch nochmal was gewesen. Aber ich finde, man hat die Welt in Ägypten schon sehr gut abgedeckt Ja. und genau. Und dann lass uns Ägypten wieder verlassen. Und jetzt Und einmal das über den machen, Ärmelkanal. genau, wir sind jetzt wieder auf dem Seeweg und kommen zu unserem letzten Set in der heutigen Folge. Und zwar ist das der 71087. Das ist der Adventskalender. Und da wird es ganz spannend, weil wir erwähnen auch gleich das Set 71888. Das ist auch eine Neuheit aus 25. Das ist auch das Piratenschiff. Und jetzt kommen wir zu was ganz Paradoxem. Wir haben ja den Kalender, den gab es jetzt 2 Jahre, glaube ich. Oder sogar 3. 22, 23, 24 gab es ihn, glaube ich. Und er lag so um die 50 €, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt haben wir dann das neue Schiff, die Neuheit, die jetzt rauskommt. Und die kostet 59,99. Und wenn man das mal gegenüberstellt, wir besprechen gleich mal, wie uns das Set gefällt, aber wenn man es sich mal gegenüberstellt, ist es im Prinzip der Adventskalender ohne Tefax, Asterix und das kleine Beiboot. Was Mhm. sagst du dazu? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man dazu sagen soll. Ja, das ist eigentlich eine Frechheit. Ja. Es ist manchmal, also ich habe ja auch generell das Problem, dass ich einen großen Teil der Preispolitik von Playmobil überhaupt nicht nachvollziehen kann. Die Mhm. werden ihre Gründe haben, ja. Das mag ja sein, das mag ja dahinter Gründe geben, aber ich sehe sie einfach nicht. Du kriegst halt eben plötzlich weniger für mehr Geld. Ich hoffe, dass da Also, nicht der einzige Grund dahinter ist, dass man irgendwie Umsatz generieren muss. Aber selbst dann ist das meiner Meinung nach ja nicht der Weg, der funktioniert. Ich meine, vielleicht ist es einfach so, dass der Adventskalender so gar nicht mehr gelaufen ist, dass sie einfach gesehen haben, was sie irgendwie die Überproduktion dann noch zu was zusammenbauen. Aber selbst dann stellt sich ja die Frage, warum ist dann Tefax rausgefallen beispielsweise? es sind insgesamt 3 Figuren rausgefallen. Es ist Ja, sogar auch ein Pirat weniger. ja, ja, das ist mir Das auch gerade heißt, aufgefallen. wir haben im Adventskalender haben wir 4 Piraten. Wir haben oben im Ausguck haben wir meinen Freund den Phönizier, den Ausrufer da. Dann haben wir den Piratenkapitän. Mir fällt gerade sein Name nicht ein, aber er hat einen. Ja. Und dann haben wir Tefax und Asterix im Beiboot auf dem Weg, allerdings ohne Obelix, das auch sehr schade ist, aber sie sind gerade auf dem Weg nach Britannien mit dem Zaubertrank. Das heißt, wir sind hier tatsächlich beim Adventskalender in der Folge Asterix bei den Briten. Ähm, ja, und dann haben wir jetzt das neue Piratenschiff ohne Ohne, Asterix und Tefax, ich könnte ohne mir so, Angel. also tatsächlich kann ich mir auf der einen Seite vorstellen, dass der Gedanke dahinter ist, wir machen es generischer, indem wir den Bezug auf Asterix und die Briten rausnehmen. Auf der anderen Seite gewinnst du damit ja nichts. Denn das kannst du auch machen, nachdem du dir das Ding gekauft hast und einfach die Figur rausnehmen, wenn du sie nicht haben willst. Genau, das ist tatsächlich nochmal ein Thema, was ich auch nochmal ansprechen wollte. Generell, wir sind zu viel Asterix und Obelix Ja. in den Sets. Entschuldigung, nicht in den Sets. Wir sprechen ja in der Mehrzahl. Ich hätte mir gewünscht, dass man, um das mal ganz blöd zu sagen, Asterix und Obelix so ein bisschen wie damals Professor Mobilux und Patrick F. Patrick zu machen, sozusagen. Man macht die einfach als Zweier-Set. Meinetwegen haust du da noch etliche Kostümvarianten mit rein, zum Beispiel das Ägyptertuch da bei Obelix kannst du der ist ja glaube ich 3 oder 4 Mal, als er den Zaubertrank haben will, mit einem anderen Tuch kommt er da an. Ähm, Sodass du das nur einmal dazu kaufst irgendwo, nimmst sie aus dem ganzen anderen Kram raus, weil, komm, lass das für 20 € und dann richtig zugeballert sein, mit allem Zubehör, was es gibt. Weil jetzt hast du 20 Idefix da rumlaufen, du hast 20 Asterix, du hast 20 Obelix und weißt gar nicht, was du damit sollst.
Also im Endeffekt hat Playmobil da genau das gleiche gemacht, was es in den 80er Jahren mit dem dicken Piratenkapitän gemacht hat, der auch bei jedem zweiten Piratenset dabei war. Ja, Ne, den ich, glaube ich, mindestens dreimal hier habe, obwohl ich Piraten gar nicht primär bespielt habe. Ja, das ist, und vor allen Dingen dann auch noch, warum mache ich die Asterix-Figur so, dass der Helm auf der nicht halt? ja, 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 ja. also, Aber es also ist halt, während die Obelix-Figur ja wirklich eine Spezialfigur ist, wo ich das sogar noch das stimmt. nachvollziehe, das passt zwar sehr schön mit Asterix, mit der Kinderfigur, die da ein bisschen modifiziert ist und so weiter. Das passt ja eigentlich vom Design her alles bis auf den scheiß Helm. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja, genau, was soll das? Ja, es hätte modular viel mehr Sinn gemacht, hätte man Asterix und Obelix als Einzelpackung rausgenommen. Und ich bin mir übrigens auch sicher, es hätte viel mehr Kundschaft dafür gegeben. Weil das auch was ist, was Leute interessiert, die überhaupt nichts mit Playmobil am Hut haben. Beziehungsweise wo da Ja, die Schwelle, sich das Ding mitzunehmen, gerade wenn das irgendwie in der Supermarktkasse steht oder sowas, dann ganz anderes ist. Das verstehe ich ganz generell bei der Politik von Playmobil an ganz, ganz vielen Stellen nicht, wo es so kleine Mitnehmpackungen mit generischen Themen gibt, die Leute weit jenseits von Spielzeug und für Kinder interessieren. Warum bringe ich das nicht an die Supermarktkasten? Also quasi da, ja, wo, ne, also mein ja, ja. Lieblingsbeispiel dafür sind ja immer die griechischen Götter, weil das so ein generisches Thema ist, was so viele Leute vollkommen jenseits von der Spielzeugszene interessiert, wo man sich Leute sowas auch einfach hin. Ein Freund von mir ist beispielsweise Fechter. Der besitzt 3 Playmobil-Figuren. Das sind Fechterfiguren, die irgendwann mal als Special Plus rausgekommen sind. Der hat er sich einfach Ja, mitgenommen und verstehe sich ich, in den ja. Schrank und sich einfach irgendwo hingestellt als Display-Dinger. Ja, Und, und, und Und ich meine, das ist genau die Art und Weise, wie du bestimmte Themen, und Asterix ist genau so ein Thema, das halt eben ja einen viel breiteren Appeal hat, als speziell für Kinder zu sein, wie du das halt jenseits der Kanäle, wo es sowieso wahrgenommen wird, in den Markt drücken könntest. Ich du weiß hast nicht, was halt, dagegen spricht. Die werden ihre Gründe haben, warum sie das nicht machen. Das sage ich ja immer. Ich bin ja der Laie von außen und wir kennen ja beide die Bücher von Playmobil nicht. Wir wissen es einfach nicht. Aber man fragt sich das halt schon. Warum wird sowas nicht gemacht? Hm? der Gedanke ist halt einfach, um jetzt nochmal einen Artikel reinzubringen, um das Ganze dann auch zu beenden, in Anführungszeichen. Aber zum Beispiel das Römerlager haben wir jetzt nicht besprochen. Es gibt auch wenig zu besprechen, aber die 71542 ist es. Ähm, ja, das haben wir tatsächlich auch da. Es ist sehr instabil, das aufzubauen. Es ist kein geglücktes Set. Es gibt auch wenig zu Aber besprechen. Das ist die perfekte Zusammenfassung dieses Sets leider. Aber leider hast du bei diesem Set, wovon du ja eigentlich 4 Stück bräuchtest, um ein Römerlager wirklich gut darzustellen, das mal auf einem anderen Blatt Papier. Aber wir haben dort wieder ein Asterix, ein Obelix und ein Idefix dabei. Streich doch diese Figuren raus, weil damit wirst du ja nicht anfangen. Du wirst ja nicht mit dem Römerlager anfangen, sondern du wirst ja mit etwas anderem anfangen. Das heißt, du wirst so mindestens ein Asterix, Obelix, Idefix haben. Streich doch die Figuren raus und pack da 3 Römer noch dazu. Ist doch viel besser als, aber gut, ja, wir sind wahrscheinlich nicht die. Oder packt ein vernünftiges Zelt dazu. Ja, irgendwie Oder sowas. so, Ja. genau. Aber also das Set an sich ist wirklich grenzwertig. Also ich hab's schon zweimal, dreimal verflucht, weil das so instabil ist. Die beiden Türme da drauf, das ist gar nicht so, wie man sich eigentlich vorstellt, dass die wirklich vernünftig sitzen. Aber gut, Das ist ja im da wollten wir Prinzip auch heute. einfach nur die Front vom aktuellen Western vor. Ist das ja einfach nur. Genau, und haben sie dann versucht, die Türme drauf zu setzen da. Es passt nicht wirklich gut, sie sind sehr instabil, es fällt oft auseinander. Der Aufbau ist eine Katastrophe. Aber so wollen wir Und das Video sage ich schon, den Podcast eigentlich nicht beenden, weil wir sind ja eigentlich Fans von Asterix, wir sind auch im Großen und Ganzen Fans von den Sets und ja. es ist teilweise Jammern auf hohem Niveau, das muss man sagen. Ja, definitiv. Preislich, preislich ist es eine etwas sehr hohe Range und da muss ich auch dazu sagen, es gibt ja, man kann da jetzt auch nicht kommen mit der Lizenz. Entwicklungskosten, klar, hast du welche. Es ist aber auch viel auf Altes zurückgegriffen worden. Und ich hau mal rein, es gab vor vielen Jahren mal eine Klemmbausteinserie von Asterix bei Lidl, wo kein Set irgendwie mehr als 25 € gekostet hat. Und das wurde ja auch komplett neu entwickelt. Und das war gut. Das waren auch tolle Sets. Das heißt also, die Lizenz kann es ja nicht sein, dass es so teuer wird. Ähm, Sicherlich gibt es da auch den Punkt, dass man sagt, okay, das kaufen Fans, die sind ein bisschen doof. ähm,
Aber kann sie mir kaufen es ja scheinbar nicht so ausreichend, dass man deshalb, ja, ich erinnere mich noch sehr gut an die Klemmbaustein-Variante bei Lidl. Die ist ja unter anderem auf diversesten Kanälen schon unter anderem einfach nur wegen des Preises empfohlen worden, weil du plötzlich einen Steinpreis von 2 bis 3 Cent hattest. genau, ja, Das heißt also, selbst wenn man gar kein Asterix-Fan war, kauft es euch und nehmt einfach die Steine. Es lohnt sich immer genau, noch, ja, ja, weil es ja, nämlich sogar richtig. selbst billiger war als viele von den wie Blocks oder Simba oder sowas, die halt eben heute noch diese generischen Steine-Teile in größeren Genau. Mengen machen. Selbst die sind teurer als die Lidl-Dinger. Aber ich vermute, dass wir da tatsächlich wirklich extrem an dem Bereich Skaleneffekt sind, weil Lidl einfach so derartige gigantische Durchläufe an Leuten hat, dass du da wahrscheinlich haben die an diesen einen Sets mehr verkauft, als Playmobil Gesamtproduktion hat, vermute ich schon fast. Ja, Naja. es hat dann, aber du kommst halt an dem Moment, wo du sagst, okay, Aber irgendwas muss Playmobil halt eben machen, um mal in solche Bereiche zu kommen. genau, Ja, du musst, wenn du jetzt, das hast du ja schon auch mit Star Trek erwähnt und auch die anderen Lizenzthemen, die Playmobil hat, sind sehr, sehr teuer. Ob das jetzt das A-Team ist oder der Magnum Ferrari, ähm, ja, Und das es hier wäre ist vielleicht, genau das Franchise gewesen, wo sich Skaleneffekte und Brings in die Discounter eigentlich angeboten hätte. ja, Und ich meine, den Fehler haben sie ja beispielsweise verschiedentlich bei den WMs beispielsweise gemacht. Ist ja bekannt geworden, dass dann quasi massenweise vorproduziert worden ist und dass dann Deutschland rausgefallen ist, dann natürlich auch die Nachfrage nach den Figuren sofort weg war. Aber warum mache ich das so einen Gamble, wenn ich sowieso schon in ökonomischen Schwierigkeiten bin als Firma und habe hier was eine riesige Fanbase hat und gehe dann nicht auf den Skaleneffekt und drücke das, fragt bei der Schwarzgruppe nach, fragt hier bei der Albrecht Stiftung und weiß der Teufel wo sonst noch überall nach, wollen wir hier nicht eine Kooperation machen? Denn es passiert ja immer wieder. Es gibt ja immer wieder Playmobil-Sets, die beispielsweise beim Aldi oder sowas da drin sind. Und die werden dann einen ganz anderen Absatz haben als in einem normalen Spielwarengeschäft. ja, definitiv. Ja, Und wie deswegen, gesagt, ich finde es einfach, wenn man von sich aus, und das ist aber halt ja wirklich, wie wir schon festgestellt haben, so ein generelles Fußsoldatenproblem. Du brauchst größere Packungsgrößen und günstigere Preise einfach, um das ein bisschen am Leben zu halten. Und dass es preislich auch gar nicht so teuer sein muss, hat Playmobil ja schon oft bewiesen, wenn du guckst, ähm, früher im Zubehörmarkt, ob du jetzt in der Westernwelt warst oder auch die Römer, da haben 3 Römer oder drei Soldaten oder 3 Cowboys irgendwie um die 7 € gekostet. Und jetzt sind wir bei 10 € mehr für 4. Das heißt, wir bewegen uns ja irgendwo, ne, wir könnten sicherlich auch da 6 Stück drin haben oder 8 Stück drin haben und der Preis wäre wahrscheinlich immer noch gerechtfertigt. Aber das ist, ja, oder man das, könnte halt mehrere Packungen mit unterschiedlichen Mengen an Soldaten drin haben. Eine ja, Viererpackung, eine Zehnerpackung und meine Güte, dann mach doch eine große Packung mit 50. Weil die Sorte richtig. Wir sind Leute, die ja, sich so ein großes Ding hinstellen wollen, die wird es geben, die das hochkaufen. genau. Wir sind ja an dem Punkt, das haben wir, und damit enden wir, glaube ich, auch unsere sehr angenehme Diskussion heute, dass das Asterix in erster Linie, es steht ja auch drauf, von 5 bis 99. Es geht an unsere Generation, die alle schon so ein bisschen älter sind, die mit Asterix aufgewachsen sind und die so ein bisschen Playmobil-affin sind und dann aber auch einfach Bock haben, Asterix zu machen und wo wir wieder bei dem Punkt sind, wo es dann vielleicht auf den Euro nicht ankommt, wenn der Gegenwert da ist, Genau. um das zu sagen. Wir wollen es ja nicht absurd teuer machen, weil wir sagen, okay, du kannst es dir leisten, sondern wir wollen ja sagen, es muss trotzdem einen gewissen Gegenwert haben. Und wenn du dann den Gegenwert hast, wenn du zum Beispiel sagst, du hast deine 50 Römer da und ich sag mal, die kosten jetzt dann am Ende 100 €, würde ja keiner was sagen. So. Ja, das Und wäre sogar dann ein sehr, sehr guter Preis. Also ich hätte jetzt, bei 50 Römer hätte ich wahrscheinlich eher auf 120 bis 130 angesetzt. auch Aber, okay. aber, Aber aber das wäre halt eben alles okay. Das wäre auf dem einzelnen Römer runtergerechnet 2 bis 2,50 irgendwas in der Richtung. Das wäre ja günstiger als so eine Special Plus Packung beispielsweise. Aber in der Größe müsste das ja schon allein durch die Skaleneffekte machbar sein.
Genau. Und deshalb, vielleicht hört sich das hier jemand mal an von Playmobil, hört auf uns, stellt uns ein. Wir machen das schon. Ja, aber ich glaube tatsächlich, manchmal ist das halt auch so ein Problem, dass du in den Entscheidungspositionen vielleicht Leute hast, die gar nicht Fan von gewissen Dingen oder so die sich nicht in die Leute reindenken, die das dann nachher, für die sie es vielleicht produzieren. Weißt du, so, dass du dann ein Produkt machst und dann aber gar nicht aus Fansicht das siehst. Den Eindruck glaube ich, den Eindruck gewinnt man in den letzten Jahren in den Katalogen tatsächlich ziemlich stark. Ich habe oft den Eindruck, dass momentan die Entscheidung eher in die Richtung geht, was hätten meine Kinder vor 30 Jahren cool gefunden? Ja. Und nicht in Richtung, was ist denn die heutige Zielgruppe eigentlich? Was will die eigentlich haben? Ja, und ich glaube, da können wir irgendwann mal einen gemeinsamen Rant über diese Skyline, oder wie hat sich das jetzt genannt, was sie jetzt als große Neuigkeit präsentiert haben? Ich habe tatsächlich Skytrails. Siehst du, soweit bin ich noch gar nicht. Ich habe mich mit den Neuheiten noch gar nicht so sehr befasst. Das werde ich gleich mal machen, wenn wir das den gleich Podcast mal an und dann genau. Ich stehe für seelsorgerische Betreuung bereit. Alles klar. Ja, wunderbar. Es ist doch heute etwas ausführlicher geworden, als wir es ursprünglich geplant haben, aber das mag auch daran liegen, dass es uns wirklich ein Herzensthema ist und wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuhören. Es war für mich eine sehr angenehme Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Christian, heute. Dito. Und ich hoffe, wir können dann vielleicht tatsächlich nochmal so auf die Einzelfiguren vielleicht in einer späteren Folge einfach nochmal eingehen, dass man vielleicht auch mal so das Design nochmal ein bisschen bespricht, auch Asterix, Obelix, Miraculix und so weiter. Jetzt war es ja erstmal ein grober Überblick über die Sets, die es gibt und könnten uns definitiv mal die ganzen einzelnen Charaktersets angucken, die ganzen Einzelfiguren, das ist wirklich sowas wie Lügfix, Costa y Bravo und solche Sachen, das sind... Genau. Da hängt ja auch wieder unglaublich viel an Erinnerung und Nostalgie und sowas dran. Was ja richtig ist, was ja gut ist. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Frühling und wir sehen uns und hören uns dann bald wieder. Denkt dran, den YouTube-Kanal zu abonnieren, den Spotify-Kanal zu abonnieren, immer die Glocke drücken, damit ihr auch Bescheid wisst, sobald wieder was Neues kommt. Sowohl den Playmo-Cast als auch Christians Playmo-Ecke. Und macht's gut. Und mögen die Wildschweine auf der Jagd euch nicht auf Römerpatrouillen führen. Ja, genau. In diesem Sinne, bis dann.